Herzlich willkommen zum wöchentlichen Marktupdate. Was tut sich an den Märkten? Es ist relativ turbulent. Wir sind mitten in der Berichtssaison in den USA, also die heiße Zeit, wo nicht nur massive Einzelaktienbewegungen zu erwarten sind, wenn Firmen die Erwartungen übertreffen oder untertreffen. Es kommt alles, was Rang und Namen hat, Banken, Technologieaktien und so weiter. Wichtig vor allem aber auch, weil die große Frage für heuer ist, kommt es zu einer Gewinnrezession, das heißt deutlich rückläufigen Unternehmensgewinnen oder nicht, vor allem in den USA. Die Erwartung ist derzeit ein leichtes Gewinnwachstum in den USA, ca. 3–4% für heuer, für das gesamte Jahr. Und da ist die Berichtssaison natürlich entscheidend. Die Ausblicke der Unternehmen werden da die Erwartungen formen. Vielleicht nur Hintergrund, sollten wir eine deutliche Rezession in Amerika bekommen, sind diese Gewinnerwartungen viel zu hoch. Dann hätten wir auch deutliche Rückgänge bei den Unternehmensgewinnen. Das würden dann auch die Aktienkurse nicht gutieren generell. Sollten wir hier eine weiche Landung der US-Wirtschaft schaffen, würde der aktuelle Gewinnausblick ganz gut passen. Und genau da bekommen wir jetzt in den nächsten Tagen wertvolle Hinweise von den Unternehmen selber, wie es hier heuer mit der Gewinnentwicklung weitergeht. Was tut sich bei den Wirtschaftszahlen? Wir bekommen am Donnerstag die BIP-Daten für die USA, das heißt die Zahlen, wie stark die US-Wirtschaft im vierten Quartal gewachsen sind. Meistens weniger spannend, wir haben ja schon eine Fülle an Daten, die deuten darauf hin, Monatsdaten nämlich, die deuten darauf hin, dass die US-Wirtschaft im vierten Quartal so Größenordnung 2%, vielleicht sogar besser gewachsen sein dürfte. Da waren ja bis Dezember die Daten aus den USA noch sehr, sehr fest. Dezember haben wir dann von Einzelhandels-, Industrieproduktionszahlen Rückgänge gesehen. Die sind aber für das Gesamtquartal noch nicht so wichtig. So gesehen Donnerstag BIP zwar wichtig, aber weniger spannend, weil fast schon alte Nachrichten. Viel spannender gestern bekamen wir die Vorlaufindikatoren für die US-Wirtschaft, nämlich die Einkaufsmanager-Indizes, monatliche Unternehmensumfragen, wo Firmen sagen, wie optimistisch sind sie für ihren Geschäftsgang. Das sind so ziemlich die besten Vorlaufindikatoren für die Konjunktur, die wir haben. Habe sie eingeblendet. Was man hier sieht, ist, wir haben in den letzten Monaten einen starken Einbruch hier gesehen. Wir sind hier auch in den USA inzwischen im Rezessionsbereich, so wie auch in Europa seit ein paar Monaten. Was man aber gestern gesehen hat, ist ein erster vorsichtiger Versuch einer Bodenbildung, Erholung. Ich will es nicht überdramatisieren. Wir sind aber schon mal alle sehr erleichtert, dass hier die Unternehmensstimmung zumindest nicht weiter nach unten gefallen ist. Wenn es sich auf diesem Niveau stabilisiert, diese kleine Erholung, die wir gestern gesehen haben, würde das maximal auf eine leichte Rezession hindeuten, mit der sich der Finanzmarkt schon weitgehend angefreundet hat. Das ist ja im Wesentlichen der Konsensus für die USA für Anfang des Jahres im ersten Halbjahr. Und zum Schluss noch ein kurzes Update zu China. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, über die Öffnung der chinesischen Wirtschaft jetzt nach den Corona-Maßnahmen, was heuer für eine starke Wirtschaftserholung in China sorgen sollte. Sie sehen ja, wie der Aktienmarkt in China darauf reagiert. Das ist ein großer Index, der in Hongkong notiert mit chinesischen Aktien, blaue Linie. Wie zu erwarten, sobald absehbar wird, dass man das Schlimmste in der Konjunktur vorbei hat und der Ausblick für die Konjunktur besser wird, beginnen natürlich Aktienmärkte das schon vorwegzunehmen und schon in Antizipation, in Erwartung auf das Ganze zu steigen. Man sieht die letzten Monate schon eine rasante Erholung des chinesischen Aktienmarktes. Also hier in dem Beispiel 40% schon im Plus von den Tiefständen. Wer jetzt aber glaubt, da ist ja dann schon alles gelaufen und vorbei. Ich habe bewusst den längeren Zeitraum in der Grafik genommen. Der Einbruch, es war ja in China nicht nur die Corona-Krise und 2 Jahre Shutdowns auf immer wieder folgender Basis, sondern auch die Immobilienkrise, die ja schon 2021 begonnen hat. Das alles in Summe, diese vielen negativen Effekte in China, haben hier in Summe für einen Aktienmarkteinbruch von 50% gesorgt, Spitze aufs Tief, was man hier recht schön sieht. Anders formuliert, letzten Monate schon eine starke Erholung des chinesischen Aktienmarktes in Vorfreude auf die wirtschaftliche Öffnung, die jetzt stattfindet. Wenn man sieht, wo man hier in China herkommt, da wäre schon noch relativ viel Platz, mit einer weiteren Konjunktur hier weiter zu steigen, was für alle Emerging Markets aus unserer Sicht einen gewaltigen Rückenwind bringt. Insofern Emerging Markets sowohl auf der Aktien- als auch auf der Anleihenseite nicht ganz vernachlässigen vielleicht im Portfolio. In diesem Sinne, viel Erfolg auch diese Woche. Alles Liebe. Ja, und übrigens, wenn euch solche Videos interessieren, abonnieren und liken am besten, dann versäumt ihr auch in Zukunft keine unserer Beiträge.